Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Jeder braucht irgendwann mal einen neuen Drucker. Bei mir ist es jetzt eine geringe Anforderung an den Drucker. Mancher braucht natürlich dann komplett einen Laserdrucker, wo er viele Dokumente druckt oder andere Dinge mitmachen möchte. Für mich reicht eigentlich Kopieren und Ausdrucken und das Ganze dann wirklich zu 90% an Textdokumenten, teilweise überhaupt nicht farbig, und da kann man auch mal in die ganz günstige Abteilung schauen. HP hat ebenfalls Billigdrucker bzw. günstige Drucker. Ich habe mir heute mal für euch den Envy 6020 hier rausgesucht und wie gesagt, für mich reicht es aus, ein paar Textdokumente auszudrucken, mal in Schwarz-Weiß, mal in Farbe. Fotos drucke ich eh nicht über den Drucker aus, das mache ich dann lieber irgendwo in der Drogerie oder lass es machen. Ansonsten schauen wir uns mal diesen wunderbaren Drucker am heutigen Tage an. HP Envy 6020, Amazon Bestseller, günstig, unter 100 Euro, soll eine gute Qualität haben, gut oder schlecht? Wir schauen es uns an, jetzt in meinem Video. Viel Spaß! Mit ca. 5 Kilogramm Gewicht kommt sein neuer Drucker zu dir. Er ist für alle Betriebssysteme geeignet und auch mit der HP-App auf jedem Handy bedienbar. Es wird alles mitgeliefert, was du zum Drucken brauchst. Im Lieferumfang enthalten ist der Drucker, die dazugehörige Druckertinte, das Netzkabel und die Bedienungsanleitung sowie der Schnellaufbauguide. Der HP Envy 6020 schafft eine maximale Druckauflösung von 4800 x 1200 dpi. Beim Scannen sind es 1200 x 1200 dpi und beim Kopieren 300 x 300 dpi. Was HP mit der Tango Druckerserie begonnen hat, findet im HP Envy 6020 seine Weiterentwicklung. Der Multifunktionsdrucker ist konsequent auf den Designfreund zugeschnitten, da dieser in den Augen des Herstellers nur gelegentlich druckt, scannt oder kopiert, soll das Gerät gefällig gebaut sein, wenig Platz einnehmen und auch per Smartphone so leicht bedienbar sein wie vom PC aus. Alle diese Vorgaben erfüllt der Kombidrucker. Allerdings für Aufgaben mit mehr Durchsatz und Tempo eignet sich der Envy 6020 leider nicht. Und da die Patronen relativ klein sind, empfiehlt es sich am HP-Abo-Programm teilzunehmen. Und mit dem Gerätekauf erhaltet ihr hier 3 bis 6 kostenlose Probemonate. Das finde ich ein faires Gesamtangebot. Zum Multifunktionsdrucker passen natürlich die Kombipatronen mit eingebautem Druckkopf. Sie müssen mit Gefühl in die Halterung eingesetzt werden, da diese etwas wackelig gebaut sind, aber es gibt eine Schwarzpatrone und eine Farbpatrone für alle Farben. HP sieht den Envy 6020 als Familien-Multifunktionsdrucker. Er soll zu Hause Designakzente setzen und weniger als nüchternes All-in-One-Gerät daherkommen. Dafür platziert der Hersteller neben der Papierablage ein LED-Bedienfeld und stattet den Envy 6020 mit einer LED-Leiste über dem Ausgabefach aus, die je nach Tätigkeit die Farbe wechselt. Dazu macht sich der Multifunktionsdrucker per Sound bemerkbar, etwa wenn er den Druck erledigt hat. Von den Kosten her ist der Kleine relativ übersichtlich. Im günstigsten Fall kommt man auf einen Seitendruckpreis von 8,7 Cent für das schwarz-weiße und 11,6 Cent für das farbige Blatt. Die Drucker haben eine satte Deckung, das kommt den Texten zugute. Die Farben sind leuchtend, bei den Hauttönen für HP-Tinten finde ich etwas blass, aber Abhilfe schaffen dann auch hochwertige Fotomedien, die man ebenfalls bedrucken kann, und sie lassen sich natürlich dann auch randlos bedrucken. Bei den Scans fällt die Helligkeit hoch aus, was den Details zugute kommt, aber helle Farbbereiche verlieren gleichzeitig fast nahezu die Farbe. Außerdem lässt die Tiefenschärfe schnell nach. Da der Kleine von HP für den Heimgebrauch gedacht ist, konzentriert er sich auf WLAN als Netzwerkschnittstelle. Lobenswert, HP setzt hier auf Dualband. So versteht sich das Gerät mit 2,4 GHz und 5 GHz Netzen, und dazu gibt es Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0 und USB 2.0 als weitere Schnittstellen. Kommen wir zum Fazit hier vom HP Envy 6020, und da gibt es erstmal die negativen Sachen. Das heißt, dass der Netzschalter hier im hinteren Bereich angesiedelt ist, finde ich gar nicht schön. Normalerweise hätte man ihn hier im vorderen Bereich platzieren können, denn dieser Drucker steht natürlich in der Schrankwand oder mal irgendwo auf dem Schrank oder irgendwo an unerreichbaren Ecken. Da muss man dann halt immer hier hintergreifen, um diesen Drucker anzuschließen bzw. anzuschalten. Finde ich nicht so schön. Hier vorne hätte das wunderbar funktioniert. HP
HP gibt natürlich mit diesem Neupaket Druckertinte dazu, aber seid euch bitte bewusst, dass diese Druckertinte sehr wenig ist. Also ich habe jetzt quasi wenig gedruckt und da ist schon fast alles leer. Also du kriegst mit dem Starter-Set natürlich auch relativ wenig Druckertinte dazu. Wenn du dir neue Tinte kaufst, hier gibt es quasi das komplette Set, schwarze Farbe und eine Farbe für alle Farben, das heißt eine Patrone für alle Farben zum Preis von 45 €. Dann beim Neukauf, da ist dann natürlich auch richtig viel Farbe drin. Allerdings hier im Starter-Set, da ist nicht viel drin. Ich tippe mal 50% von dem, was du sonst bekommst, kriegst du hier, wenn du den Drucker kaufst. Das waren die negativen Sachen. Die positiven Sachen ist natürlich das Design, das Preis-Leistungs-Verhältnis. Preislich liegt das Ding zwischen 95 und 110 €, je nachdem, wo du es kaufst. Ich link euch hier mal den Amazon-Link rein. Da gibt es das Ding immer so für 95, 97 €, ist eigentlich das günstigste, was ich sozusagen hier gesehen habe. Ansonsten klar, Design, die Druckgeschwindigkeit reicht mir aus, 6 bis 7 Sekunden pro Seite, egal ob schwarz-weiß oder Farbe. Ich will ja nur ein bisschen was drucken. Von der Scan-Geschwindigkeit könnte ein bisschen schneller sein, gut, aber reicht ebenfalls aus. Auf alle Fälle ist wichtig, er macht es zuverlässig. Die Qualität der Druckseiten ist gut vom Ausdruck. Die Scan-Geschichten, die er hier macht, sind auch positiv. Fax hat er übrigens nicht. Und ansonsten kann ich das Ding für den normalen Anwender in der Familie, wenn man Textdokumente druckt, Dinge mal einscannen möchte bzw. kopieren, einfach mal einen Vertrag kopieren etc. Das ist natürlich hier eine super günstige Lösung und gleichzeitig natürlich auch dann sehr zuverlässig, komfortabel, von der Qualität ideal. HP Envy 6020. Was habt ihr für Erfahrungen? Schreibt es mir in die Kommentare rein. Mich würde es interessieren. Ansonsten war es das gewesen mit diesem Video. Ich wünsche euch viel Spaß und gern bis zum nächsten Video. Tschüss, bye bye und winke, winke.